Zu Hause, für die meisten ein Ort, den man mit Bequemlichkeit, Gemütlichkeit und Sicherheit verbindet. Für erschreckend viele ist das Zuhause einer der gefährlichsten Orte. 2 Frauen erzählen in diesem Film ihre ganz persönliche Geschichte und wir zeigen, wo Betroffene Hilfe finden können. Aber als ich dann gemerkt habe, dass das immer schlimmer wird und auch nach dieser Geschichte mit den Dritten, da habe ich dann gemerkt, dass ich so alleine da nicht mehr rauskomme, auch mit diesem Hintergrund, dass man so kontrolliert wird. Die Zeitabschnitte wurden immer kürzer, bis dann wieder irgendwas passierte. Aber ich glaube, so eine unabhängige Person, also jemand, der mich so nicht kennt, was ich dann einfach als Arztbesuch deklariert hätte oder weiß ich nicht, weil das war ja auch, wie gesagt, schwierig. Hätte mir, glaube ich, geholfen. Es ist ja auch, dass es vielen Frauen so geht oder gegangen ist. Also meine Geschichte ist ja kein Einzelfall und es gibt es ja bestimmt noch schlimmer. In Deutschland stirbt jeden 2. bis 3. Tag eine Frau durch die Hand ihres Partners oder Ex-Partners. Jeden 2. bis 3. Tag. Und 2- bis 3-mal im Monat ein Mann. Also mein Traum wäre, wenn der Betroffene direkt weiß, da kann ich hin und da kann ich den ersten Schritt machen. Und jeder sagt dir, also fast jeder sagt dir, sowas würde mir nicht passieren. Fast jeder weiß, dass es das Problem gibt, aber im eigenen Bekanntenkreis kann man es sich nicht vorstellen. Deswegen stoßen die Betroffenen selten auf Verständnis. Wenn ein Betroffener nach einer Gewalttat hier ins Haus kommt, dann braucht er natürlich zunächst einmal medizinische Hilfe, das ist ganz klar. Aber der oder die Betroffene soll hier eben auch so etwas wie einen geschützten Raum finden, in dem er oder sie einfach erzählen kann, natürlich immer nur, soweit die Person das selber gerne möchte. Und dann ist es selbstverständlich, dass auch nichts nach außen dringt, dass das Gesagte auch in diesem Raum bleibt und dass keiner davon erfährt. Es ist ja entscheidend, dass man vor allem nicht immer wieder auf so eine Mauer voller vorgefertigter Meinungen trifft. Dass man nicht ständig nur mit Vorurteilen abgekanzelt wird, sondern dass das, was erzählt wird, eben nicht gewertet wird. Und dann, wenn man sich das Ganze einmal von der Seele reden konnte und auch etwas zur Ruhe gekommen ist, dann kann man gemeinsam und vor allen Dingen ohne bedrängt zu werden, Schritt für Schritt darauf schauen, was als nächstes anstehen könnte, was einfach jetzt gut tun würde und welche Hilfe gebraucht wird. Manchmal ist es ja eine ganz pragmatische Hilfe, die notwendig ist, manchmal aber auch Unterstützung bei den nächsten Schritten. Denn jede Situation ist anders. Und da muss man eben zusammenschauen, was genau jetzt dran sein könnte. Es hat ja auch alles ganz harmlos und normal, eigentlich sogar schön angefangen. Das fing halt ganz so an, wie das immer anfängt. Der hat mich nach Hause gefahren und so, dieses Lockere, das ging vielleicht 2 Wochen. Er war dann bei mir in meinem Zimmer, sitzt auf meinem Bett und sagt, so, ich bleibe jetzt hier, also ich lasse dich nicht mehr alleine, wir sind jetzt immer zusammen.
Die ersten Vorboten sind eigentlich sehr früh zu erkennen, aber da die wunderbaren Momente in der frischen Beziehung noch überwiegen, wollen die Betroffenen es zunächst nicht wahrhaben. Ich dachte halt, naja, dann ist das eben so. Also es war mir zwar teilweise unwohl, also ich war dann wirklich mal mit ihm bei einer Freundin von mir, wir waren dann auch alleine und wenn er da jetzt nicht dabei gewesen wäre, wäre das halt so ein typisches Freundinnengespräch gewesen und das ist halt weggefallen. Also ich konnte ihr halt im Grunde gar nicht mehr so Sachen, die ich vielleicht auch nur ihr sagen wollte, konnte ich nicht, weil er eben dabei war und habe auch in der Zeit Freundinnen verloren. Die Betroffenen werden Schritt für Schritt isoliert, bis als einzige Bezugsperson der Täter übrig bleibt. Der hat einfach, ja, also er geht mit und er möchte mich nicht mehr allein lassen. Ich könnte ja sonst was machen. Also hat auch diese Eifersucht, ja, hatte man am Anfang vielleicht einfach auch weggewischt. Weiß nicht, dass man gedacht hat, naja, ich glaube, seine Angst war halt auch, es könnte irgendjemand was Negatives sagen. Und das wollte er alles unterbinden. Also er wollte mich unter Kontrolle haben. Wie eine Gehirnwäsche. Und dann passiert es zum ersten Mal. Dann hatten wir Streit und der war nach der Schule. Und haben dann auch im Auto, also haben uns also richtig gestritten und so. Und er ist dann halt losgefahren. Und ich konnte mir nichts bei denken oder ich wusste nicht, was das sollte oder so. Dann einfach auch gewartet, habe dann im Auto gesessen und dann ist er mit mir in den Wald gefahren. Und ja, dann hat er angehalten, Motor ausgemacht und ich dachte, naja, vielleicht redet man jetzt oder so. Und er hat dann halt zugeschlagen. Aber es bleibt nicht bei dem einen Mal. Da wurde einfach die Hemmschwelle auch für ihn auch kleiner. Also je länger das dauerte. Die Gehirnwäsche geht weiter. Das ist zum Beispiel auch sowas. Was man in dieser Mühle da gesagt bekommt. Du bist es ja mit Schuld, dass ich dich jetzt schlage, weil du dies oder jenes tust. Eigentlich bist du da selber schuld, dass ich dich jetzt schlagen muss. Die Betroffenen geben sich auf. Sie passen ihr ganzes Verhalten an, nur damit es nicht immer wieder eskaliert. Dann ist das, glaube ich, System. Sich so zu verhalten, dass der andere ja nicht aufgebracht ist oder sich ja nicht ärgert. Es bleibt die Frage, wo können die Betroffenen Hilfe finden, um aus diesem System aus Kontrolle und Gewalt auszubrechen? Wenn jemand als Gewaltopfer bei uns ins Krankenhaus ankommt, soll er natürlich professionelle Hilfe erfahren. Er soll erfahren, dass man sich um ihn kümmert, dass sein Problem ernst genommen wird, dass man, egal ob es ein Mann oder eine Frau ist, ja, und egal welche Art von Gewalt das ist, dass man ihn zuhört, ihn ernst nimmt und dass dieser Betroffene halt eben dieses Verständnis und auch diese Hilfe verspürt, die in diesem Moment nötig ist. Gewalt in engen sozialen Beziehungen und häusliche Gewalt sind ein auch in unserer Gesellschaft seit langem bestehendes Problem. Und das dabei entstehende Leid wird nur allzu oft von den Opfern verschwiegen und lange still erduldet. Sie existiert nicht nur in der Stadt, sondern natürlich auch im ländlichen Bereich.
Und zwar sowohl gegenüber Frauen als auch gegenüber Männern. Die Gründe der Opfer, darüber zu schweigen, sind oft vielfältig und ähneln sich in vielen Fällen doch. Neben allen anderen Institutionen unseres Landkreises, die sich der Betreuung von Opfern häuslicher Gewalt widmen, möchte auch das Klinikum Mittelmosel in Zell mit einem engagierten Team geschulter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Opfern von physischer und/oder psychischer Gewalt die Möglichkeit geben, sich ihnen anzuvertrauen und Hilfe zu erhalten. Sich einem neutralen bzw. fremden Menschen zu offenbaren, ist für viele kein leichter Schritt. Aber das Erlebte und Erduldete einfach nur einmal auszusprechen, kann schon eine große Erleichterung sein und ist die Basis und der erste Schritt, Hilfe und Unterstützung in der aktuellen Situation, aber auch zukünftig zu erhalten. Ja, ich sage dir einfach danke, dass du bereit bist, mir davon zu erzählen. Ja, gerne. Also es ist mir halt schon irgendwo wichtig, dass das auch andere Leute sehen können, dass es eben nicht nur denen so geht, dass sie halt nicht alleine sind, ne? Vielleicht erzählst du einfach mal, wie das Ganze angefangen hat. Ja, eigentlich relativ simpel, so ganz klassisch. Also wir kannten uns vorher schon und dann hat er mir auf Facebook geschrieben und hat gefragt, so wie es mir geht und was ich denn mache. Ja, und dann haben wir hin und her geschrieben und der Draht war eigentlich schon da. Ich habe dann auch irgendwann seine Kinder kennengelernt. Ne? Also er hatte Kinder und die hat er mir dann tatsächlich auch vorgestellt und wir haben uns getroffen und ja, irgendwie sind wir dann auch zusammengekommen, ne? Wie das so ist. Es hatte so gefunkt und nach einiger Zeit, nach 3 Monaten war das ungefähr, bin ich dann auch schwanger geworden. Das war tatsächlich gewollt, also wir waren richtig glücklich. Als dann unser Sohn auf der Welt war, 3 Monate später, haben wir tatsächlich auch geheiratet. Es war einfach harmonisch und es war einfach schön so, wie es war. Und ich glaube, deswegen hat sich das auch richtig angefühlt. So, und das war dann so, am Abend unserer Hochzeit, hat er halt zu mir gesagt, so, das ist so schön, dass ich jetzt seine Frau wäre und dass ich jetzt ihm gehöre. Er hat gesagt, und, dass du ihm gehörst? Ja. Und ich habe das aber damals noch so als Witz einfach abgetan. Ich habe halt gesagt, ja, also klar, es ist was Besonderes, dass wir verheiratet sind, aber aber ich gehöre halt immer noch mir selber. Wie gesagt, da habe ich das eigentlich mehr witzig genommen, so, ne? So Ja. von der Seite halt ein bisschen, mein Gott, ne? Man blödelt halt mal so rum. Ja, und dann bin ich auch im ersten Jahr, also es lief alles super, ich bin dann auch schwanger mit unserem zweiten Kind geworden. Ne? Dann kam die Ex an von ihm? Genau, und sie sagte halt, also er hätte schon eine Anzeige wegen Körperverletzung, er hätte irgendwie einen Typen zusammengeschlagen und der säße jetzt im Rollstuhl. Und ich habe das damals halt eigentlich abgetan, so, ach ja, ne, sie ist eifersüchtig, wir sind glücklich und meine Güte, es ist Vergangenheit. Also selbst wenn da was gewesen wäre, das wollte ich damals alles gar nicht wissen. Im Nachhinein habe ich dann tatsächlich erfahren, dass das wohl stimmte. Wie gesagt, in dem Moment war mir das eigentlich ziemlich egal, weil es hat ja alles funktioniert. Mhm. Wir haben uns ja so unsere eigene kleine Familie gebaut und viel mehr willst du ja eigentlich auch nicht. Wenn es dann mal läuft, bist du ja eigentlich froh drum. Ja, dann kam unsere Tochter auf die Welt und dann fing das halt an, dass das so ein bisschen schwieriger alles wurde. Also, inwiefern schwieriger? Ja, es waren ja jetzt 2 kleine Kinder zu Hause und er ist halt nachts arbeiten gegangen und wollte natürlich tagsüber schlafen. Und ich konnte das schon irgendwo verstehen, aber du kannst halt 2 kleine Kinder nicht einfach an die Decke tackern. Das war dann auch irgendwann tatsächlich so schwierig, dass er da wirklich ausfallend geworden ist und auch aggressiv geworden ist. Mich wirklich angebrüllt hat teilweise, dass ich gefälligst mich darum zu kümmern habe, dass die Kinder still sind, weil ich tue ja sonst nichts. Ne? Er hat ja gearbeitet. Unlösbare Aufgabe, ne? Es waren halt kleine Kinder. Du kannst dich mit denen beschäftigen und den ganzen Tag spielen, aber es sind halt trotzdem Kinder. Und ja. Und dann hatten wir Weihnachten. Es ist schön, dass du da heute drüber lachen kannst, ne? Wie war das? Hier bleibt ja auch irgendwann nichts anderes mehr. Genau, dann sagtest du, kam irgendwann das Weihnachtsfest. Genau, richtig. Da hatte er ein bisschen was getrunken. Ich meine, das ist ja jetzt erstmal nicht verwerflich, weil feiert ja auch Weihnachten. Genau, du feierst Weihnachten und er hat aber halt ein bisschen mehr getrunken
Und dann ist er halt wirklich, ja, im Endeffekt ist das Ganze eskaliert. Also er hat mir vorgeworfen, dass ich mich ja nicht kümmere, und er hat rumgebrüllt und hat dann die Kühlschranktür tatsächlich abgerissen. Die bitte was? Die Kann Kühlschranktür. man das? Scheinbar. Wusste ich bis dahin auch nicht, wollte ich auch eigentlich nicht wissen. Okay. Nein, also jedenfalls, ja, die hat er dann abgerissen und wollte dann auch seine große Tochter, also die aus der anderen Beziehung, die hat bei uns gewohnt. Und die hat dann auch mit dem Messer bedroht und wollte die abstechen. Und das ist schon sehr eskaliert dann. Und dann habe ich sie halt einfach nur genommen mit den beiden Kleinen und habe ihr die gegeben und habe gesagt, so, mach die Tür zu, ne? Egal was ist, mach die Tür nicht auf. Weil ich einfach Panik in dem Moment hatte und gedacht habe, wenn jetzt was passiert, ne? Ja, dann habe ich ihn versucht zu beruhigen und das hat dann irgendwann auch geklappt. Und ich habe das in dem Moment noch alles so ein bisschen auf den Alkohol geschoben, weil, ne, vielleicht war es in dem Moment einfach zu viel, ne? Und dann, ja, ich habe das so ein bisschen von mir selber entschuldigt damit, dass er vielleicht einfach wirklich zu viel hatte und deswegen, ne, da so ein bisschen diese Hemmschwelle, was weg war. Dann ging das auch tatsächlich eine Zeit lang gut. Und dann haben wir uns halt irgendwann wieder gestritten und dann ging es wieder darum, dass die Kinder zu laut sind. Und dann hat er mich halt auch am Hals gepackt und sagte, ich soll gefälligst dafür sorgen, dass die Kinder leise sind. Ich würde ja sonst nichts machen und habe mich halt auch geschüttelt und also ich hatte in dem Moment tatsächlich auch richtig Panik. Ne? Du wolltest dann deine Mutter Ich wollte meine anrufen? Mutter anrufen, genau. Und dann hat er mir halt das Handy aus der Hand gerissen und hat das gegen die Wand geworfen. Es ist auch kaputt gegangen dann. Und, also es war ein richtiger Abdruck in der Wand. Ne? Und ja, ne, Da hat mich kriegt halt man ja sicherlich auch angeschrien. noch mal einen Schreck dabei. Ja, klar. Er hat mich dann halt angeschrien und dann, weiß ich nicht, habe ich halt erstmal irgendwie nur so ein bisschen abgewartet, bis er sich wieder beruhigt oder versucht, ihn zu beruhigen. Weil mehr konnte ich ja in dem Moment eigentlich auch nicht machen. Und habe dann halt überlegt, so naja, ne, es ist ja immer noch derselbe Punkt, der ihn stört oder zu stören scheint. Vielleicht war das jetzt mal nötig, vielleicht musste er sich jetzt mal Luft machen. Ne? Ich meine, man sagt ja auch irgendwie so ein bisschen, Gewitter reinigen die Luft. Und dann war es halt auch wirklich 3-4 Monate wieder gut. Es ist wahrscheinlich auch schwierig, die Grenze zu ziehen, wo ist es ein Gewitter und wo fängt wirklich Gewalt an. Ich glaube, in dem Moment war halt auch einfach, ich wollte ihn ja irgendwo verstehen. Ich wollte ja irgendwo, dass das funktioniert, weil es hatte ja funktioniert. Und ihr hattet die beiden Kinder zusammen. ja, und du willst ja eigentlich auch nicht, dass deine Kinder irgendwie ohne Vater aufwachsen oder sonst was. Oder, ne? Und man will sich ja eigentlich auch dann verstehen, auch für die Kinder einfach. Ne? Ja, das nächste Mal eskaliert ist das dann eigentlich während der Eingewöhnung von den Kids in der Kinderkrippe. Ne? Also war halt alles auch furchtbar anstrengend. Ne? Also ich war auch irgendwie genervt und ja, dann haben wir uns irgendwann wieder gestritten, weil die Kinder laut waren, ne? Weil ich sie nicht leise hatte und nicht wie mechanisch da irgendwo in der Ecke stellen konnte. Und das ist aber dann wirklich eskaliert. Also er meinte, also ich soll dafür sorgen, dass die Kinder die Fresse halten, sonst ne, er würde mir den Schädel einschlagen, hätte er ja schon mal gemacht, ob ich das auch wollte. Und dann habe ich halt Nein gesagt. Und dann meinte er, ja, ich soll die Fresse halten. Und Habt ihr euch denn immer so in der Sprache unterhalten? eigentlich nicht, nein. In dem Moment ist mir das aber, glaube ich, gar nicht so klar gewesen, wie negativ das war, weil ich habe ihn ja auch geliebt. Ne? Blenden ist das so ein bisschen aus. Auch zu dem Zeitpunkt hast du ihn immer noch geliebt? Ja, und dann war ich still und dann hat er hat mich beschimpft und hat mich geschlagen und eigentlich nur noch gesehen, wie kalt und wütend er mich angestarrt hat. Und ich glaube, das hat mir in dem Moment einfach auch ein bisschen die Sprache verschlagen, dass jemand so, für den ich ja eigentlich was empfinde, dass der so viel Hass schon fast mir gegenüber so entgegenbringen kann. Ja.
Das fröstet mich jetzt, wenn ich das höre. Dann bin ich halt ins Bad gerannt und habe mich da erstmal eingeschlossen und wollte eigentlich in dem Moment dann auch die Polizei rufen, ne? Weil irgendwie er hatte mir halt wirklich Angst gemacht in dem Moment. Und er hat dann tatsächlich auch die Tür aufgebrochen und mir das Handy aus der Hand genommen und das in 2 Teile gebrochen. Oh. Und sagte halt, ja, also wenn du die Polizei anrufst, dann steche ich dich ab und dann wachsen halt die Kinder ohne Mama auf. Ne? Ich glaube, vielleicht gehen wir einfach noch mal ein Stück. Ja. Was ist dann passiert? Ja, dann wurde die Zeit halt eigentlich immer kürzer zwischen diesen Ausbrüchen. Und irgendwann habe ich dann eine Ausbildung angefangen und habe halt gedacht, dass das so ein bisschen vielleicht eine Chance ist. Ne, dann verdiene ich ja mein eigenes Geld und entweder wird es halt besser, beziehungsweise ich könnte mir halt auch was Eigenes suchen. Ne? Und hatte also so ein bisschen einen Hoffnungsschimmer, dass sich das dann bessert. Und das war jetzt nicht unbedingt der Fall. Das erste Wort von unserem Sohn war Fotze. Normalerweise sagst du halt Mama oder Papa. Ja. Das wurde so extrem, dass er halt auch mir dann mal ein blaues Auge gehauen hat. Und ich habe halt auf der Arbeit gesagt, ach, das ist beim Spiel mit den Kindern passiert, weil ich halt nicht wollte, ja, dass mich irgendwer als Opfer sieht oder dass auch einfach, dass das rauskommt. Mhm. Und ja, dann ging das noch eine Weile weiter so. Und irgendwann ist er halt wieder ausgerastet und hat dann den 3-Jährigen als Bastard beschimpft und die Kleine irgendwie als du dumme Fotze und so. Und das war halt der Moment, ne, den Kleinen hat er auch am Hals gepackt. Und das war dann so der Moment, wo für mich eigentlich klar war, so irgendwas muss ich jetzt ändern. Ne? Weil vorher war das halt immer gegen mich und da ist er dann auch irgendwann die Kinder angegangen. Und ich glaube, das war der Punkt so, ne, so okay, jetzt ist diese Grenze einfach überschritten. Ne, es geht nicht mehr. Ja. Und dann habe ich mich tatsächlich auch getrennt von ihm. Ja. Und dann hast du irgendwann eine Wohnung dir auch genommen, ne? Genau, richtig. Also krass war halt, als ich mich von ihm getrennt habe ich das natürlich auch meinen Eltern gesagt. Und ja, mein Vater meinte dann, er ist doch der Erzeuger, der darf sowas schon mal. Ja. Das ist heftig. Ja, und dann kam sein Geburtstag? Genau, also wir hatten ja wie gesagt eine neue Wohnung und er ist dann in die Nähe gezogen und ich hatte ihm eigentlich erzählt, ich habe einen Freund. Ne? Einfach auch, damit ich meine Ruhe habe und damit er nicht mehr so diese Nähe sucht. Das war damals definitiv nicht so, weil du hast halt alles mögliche andere im Kopf, aber das war so die letzte Baustelle, an die ich daran wollte in dem Moment. Und ja genau, dann kam sein Geburtstag und dann wollte er halt auch, dass ich ihm die Kinder vorbeibringe. Und dass die Kinder halt auch da schlafen. Und sagte dann zu mir, ich soll doch auch da bleiben, weil dann würden die Kinder halt auch einfach entspannter da bleiben, ne, wenn Mama auch da ist und so. Und er hatte, ja wie gesagt, ein eigenes Kinderzimmer und ich habe dann bei den Kindern mitgeschlafen. Ne? Also bei ihm hätte ich auch nicht schlafen wollen. Das war, glaube ich, auch der einzige Grund, warum ich überhaupt gesagt habe, ich bleibe über Nacht, dass er Badezimmer hat. Ne? Und ja, dann kam er so gegen 5 Uhr morgens. Vollkommen betrunken eigentlich rein und hat mich geweckt und meinte so, ja, also wir müssen mal reden. Und dann bin ich auch erstmal mit und dann hat er mich halt ins Bad geschliffen und hat die Tür abgeschlossen. Und hat dann erstmal auch angefangen, irgendwie auf mich einzuschlagen. Und hat mich dann halt an den Haaren rüber ins Schlafzimmer gezerrt. Ja, und hat mich dann auch vergewaltigt. Und du sagst das so locker? Naja, ich glaube, das Schlimme, also was das Ganze vielleicht noch schlimmer gemacht hat, ist, irgendwann ist halt seine große Tochter, ne, von der ich eben schon mal erzählt hatte, reingekommen. Und die er vorher schon hatte. Genau, richtig. Und haben es halt auch gesehen und ich habe um Hilfe gerufen. Ich habe ihr gesagt, sie soll die Polizei anrufen und das hat sie aber halt auch nicht gemacht, ne, weil sie einfach Angst vor ihm hatte, glaube ich. Und dann hat sie halt später
bei der Vernehmung auch gesagt, naja, das sind halt Mama und Papa und die hatten halt Sex. Aber ich meine jetzt mal ganz ehrlich, wenn du 12 bist, sagst du sowas so eigentlich nicht. Ne? Dann bin ich mit meiner Tochter auch erstmal zur Polizei und die haben mir halt im Endeffekt gar nicht geholfen und haben mir halt eigentlich nur eine Telefonnummer gegeben für ein Frauenhaus oder eine Liste mit Frauenhäusern, wo ich halt mal anrufen könnte. Und dann war ich beim Anwalt und der hat halt gesagt, also am besten wäre Funkstille, ne, wäre kein Kontakt zu ihm. Und ja. Was ja auch schwierig ist mit den Kindern dann. Ja, am Anfang auf jeden Fall. Also ich bin dann tatsächlich irgendwie, war der Sohn 3, glaube ich, da habe ich ihn nochmal getroffen. Und also waren beide Kinder bei und dann habe ich ihn halt, wie gesagt, nochmal getroffen und dann meinte er auch zu seinem Sohn so, ja, er sollte mitkommen und tralala und der wollte nicht. Dann ist er halt mich wieder angegangen und meinte so, ja, ich schließe die Bremsschläuche auf, willst du sterben und so. Und da habe ich halt auch die Polizei gerufen und dann konnte ich dann tatsächlich auch fahren. Also, irgendwann war ich dann tatsächlich an dem Punkt, dass ich mir in einem Frauenhaus Hilfe gesucht habe. Was hättest du denn in der Situation gebraucht? Was hätte dir wirklich geholfen? Ich glaube vielleicht einfach erstmal wen, der einen überhaupt erstmal so ein bisschen an die Hand nimmt und sagt, okay, bist du nicht alleine? Das ist jetzt nicht nur dein Problem oder ne, du bist nicht die einzige Person, die das so sieht und es ist auch okay vielleicht einfach, dass du jetzt da raus willst. Weil ich glaube, ganz viel wird das halt so ein bisschen klein gemacht und so, ach ja, kümmern sie sich halt mal. Ne? Wie gesagt, auch von der Polizei, dass die mir nur diese Telefonnummernliste gegeben haben. Das war halt so, ja, sie sind ja groß, machen sie das mal. Und im Endeffekt brauchst du halt wirklich wen, der dich an die Hand nimmt. Weil du, ja, ich war dadurch so ein bisschen alleine. Ne? Weil es ist ja dann keiner da. Du isolierst dich ja komplett von allen anderen. Und wie gesagt, mein Vater, der dann sagte, ach, das ist nicht so schlimm, das dürfen Männer mal. Ne? Ja, dann stehst du halt da und denkst dir, ob du vielleicht doch einfach überreagierst, ob du vielleicht doch einfach da so ein bisschen lächerlich bist. Du zweifelst schon viel an dir. Und ich glaube, das wäre was ganz wichtig ist. Diese ganzen Selbstzweifel hoch. Ja, klar, ne? Weil du findest ja für alles Gründe. Wie gesagt, klar, er hat nachts gearbeitet, er wollte seine Ruhe, aber ne, so dieses Abwägen können, das verlierst du halt komplett. Eigentlich muss jemand kommen und dir sagen, das, was da passiert, ist schlimm. Ja, das siehst du auch gar nicht. Also in dem Moment, wo du in der Situation bist, du siehst das, glaube ich, echt nicht, bevor es dich richtig knallt. Ne? Ich bin dann ja in ein anderes Bundesland gezogen und habe da auch meinen jetzigen Partner kennengelernt und bin auch glücklich, aber die Angst ist halt immer noch da, ne? Dass man da wieder aufeinander trifft. Und ich glaube, das ist halt was, du brauchst so lange, bis du an diesen Punkt kommst, wo du sagen kannst, okay, das war tatsächlich falsch. Und dass du auch damit dir im Reinen bist, zu sagen, das war eine falsche Situation und es war wichtig, dass ich da rauskomme, wenn du keinen hast, der das macht. Der einfach nur, und wenn das nur ist, ne, ja, ist ja in Ordnung, dass du das als schlimm wahrnimmst und guck mal hier, das können wir machen. Dass du einfach nicht das Gefühl hast, ich gegen den Rest der Welt, so ein bisschen. Im Klinikum Mittelmosel in Zell hat sich eine Arbeitsgruppe gebildet, die dieses Thema voranbringen will. Also wenn jemand sich bei uns meldet, es wird nur so weit gegangen, soweit der Betroffene das auch zulässt. Er ist oder sie ist diejenige, die entscheidet, wie weit gehen wir, was gebe ich preis, was möchte ich, dass getan wird. Da wird auch nur dann die Polizei angeschaltet, wenn der oder die Betroffene das auch möchte. Hier wird zu nichts überredet oder gezwungen. Es ist einfach nur wichtig, dem Betroffenen zu zeigen, wir glauben dir, wir hören dir zu. Und derjenige sagt uns dann, okay, ich möchte die und die Schritte einleiten und ich möchte bis da und dahin gehen. Und so weit gehen wir dann. Das Krankenhaus ist eingebunden in ein ganzes Hilfesystem auf Ebene des Kreises Cochem-Zell. Und da sind die Krankenhäuser, die ein Auge darauf haben, die Ärzte, das Pflegepersonal, die Ambulanz, die Schwestern, die zuerst mit einer Frau in Berührung kommen und durch sensible Fragen auf den Grund des Problems gehen können.
Und dann natürlich auch die Frau weiter verweisen an Fachstellen, die ganz konkret auch Hilfe anbieten und Hilfe leisten können. In unserem Arbeitskreis, in unserem runden Tisch, da arbeiten zusammen von A wie Amtsgericht über Gleichstellungsstelle, über Sozialdienst katholischer Frauen, über Krankenhausseelsorge bis zum Weißen Ring, alle Institutionen, die mit dieser Thematik zu tun haben. Das sind mittlerweile 22 verschiedene Institutionen. Wir treffen uns regelmäßig. Wir möchten die Opfer ermutigen, nehmen Sie Hilfe an. Es gibt Hilfsmöglichkeiten, um aus dieser Gewaltsituation herauszukommen. Die erste Anlaufstelle im Krankenhaus ist das Notfallzentrum. Wenn jemand hierher kommt zu uns, sich uns anvertraut, möchten wir ihm das Gefühl geben oder ich möchte ihm das Gefühl geben, dass wir für ihn da sind. Dass wir ihm helfen, ihm oder ihr helfen. Hilfe für Leute, die Hilfe brauchen, sich aber nicht trauen, um Hilfe zu bitten. Gibt es eigentlich zu wenig. Mein Ansporn ist wirklich, jemandem zur Seite zu stehen, jemandem gegenüberzustehen, jemandem Vertrauen zu schenken, das Gefühl, sicher zu sein. Hier kann ich mich öffnen, anvertrauen und ich muss keine Angst haben. Und denen erstmal mit einer pragmatischen Hilfestellungen geben und eben auch einen Weg daraus zeigen, einen Beginn eines Weges daraus zeigen, um vielleicht doch in eine andere Situation zu kommen, als wir im Moment sind. Ja, Hoffnung geben, dass es auch anders geht, dass es einfach auch Zustände gibt ohne Angst, ohne Gewalt. Wir hier im Notfallzentrum sind sehr gut auf Situationen in Bezug auf häusliche Gewalt vorbereitet. Ja. Jeder, der zu uns kommt, hat die Möglichkeit, sich an uns zu wenden. Wir haben interne Schulungen abgeschlossen und können dementsprechend halt auch auf den Patienten eingehen. Wir haben die Möglichkeit, Beweise gerichtsfest zu sichern, ja, ohne dass dementsprechend eine Information weitergehen würde an irgendjemanden, sprich an Polizei, Staatsanwaltschaft etc. pp. Wobei davon abgesehen wir nicht die Möglichkeit hätten, die Informationen selbst weiterzugeben aufgrund von der Verschwiegenheitspflicht, der wir alle unterliegen. Die anonymisierte Beweisaufnahme findet in Zusammenarbeit mit der Gerichtsmedizin der Universität in Mainz statt. Wenn jemand Gewalt erfahren hat, sei es jetzt nur eine körperliche oder sexualisierte, dann ist es ganz wichtig, zeitnah die Befunde zu sichern, weil Verletzungen ja schnell abheilen oder auch DNA-Spuren beim nächsten Duschen abgewaschen werden. Gerade wenn das in engen sozialen Beziehungen zu Übergriffen kommt, man kann vielleicht manchmal noch gar nicht sich entscheiden, ob man eine Strafanzeige erstatten möchte. Will ich zur Polizei gehen, will ich vielleicht den Ehemann, den Freund, den Nachbarn oder Ähnliches anzeigen? Da braucht man vielleicht durchaus ein bisschen Beratung, Unterstützung oder auch mal etwas Zeit, um sich das zu überlegen. Ich bin immer noch verwundert, wenn man jetzt mal so in die Statistik guckt. Also es sind mehr Frauen von Gewalt betroffen als von einer Tumorerkrankung. Da wir zum Teil gar keine Versorgungsstrukturen haben. Dass es einfach Glückssache ist, wo landet man und wird sich an diesem Ort dieser Thematik angenommen, dann, also nicht, das ist das eine Sache, für die es wert ist zu kämpfen. Wenn Sie in Ihrer Beziehung Gewalt erfahren, wenn Situationen in Ihrem Leben immer wieder eskalieren, wenn Sie sich vielleicht sogar in einer der Schilderungen wiederfinden, wünschen wir Ihnen, dass Sie den Mut finden, einen Schritt zu tun, dass Sie den Mut finden, Hilfe anzunehmen.